In diesem Video sprechen wir einmal über die Smart Objects in Photoshop. Wahrscheinlich hast du, ja, wie viele andere auch, noch nie etwas über die Smart Objects gehört. Vor einigen Jahren hat Photoshop die quasi reingeschmuggelt und die sind verdammt hilfreich, wenn man sie denn zu nutzen weiß. Und ich dachte, ich gebe dir jetzt mal eine kleine Einführung, wie diese Smart Objects funktionieren und warum die durchaus hilfreich sind, vor allen Dingen in vorgefertigten Dateien. Wir schauen uns jetzt einmal am Rechner an, wie wir ein Mockup öffnen. Und in diesem Mockup gibt es Smart Objects. Und das bedeutet, dass wir da etwas austauschen können und das dann einfach da rein angepasst wird. Und das ist eine sehr schöne Sache und deswegen wollte ich dir einmal zeigen, wie das funktioniert. So, jetzt sind wir einmal am Rechner und ich habe hier ein Mockup geöffnet. Ich zeige dir einmal, was da alles so drin ist hier in diesem Paket. Und das ist nur ein kleiner Teil von Yuri. Ich verlinke das hier auch unterm Video. Du siehst hier, es gibt schon eine ganze Menge Mockups, ja, die man, ich mache mal hier so ein JPEG auf, die man sich wirklich schön benutzen kann, um Vorschaubilder zu erstellen. Zum Beispiel für Etsy. Ja. Und das sieht auch dann richtig schick aus, natürlich, ne, weil das alles zusammenpasst und alles verschiedene Bilder sind, aus verschiedenen Blickwinkeln, in verschiedenen Umgebungen, ja. Also deswegen, also wenn du Wallart erstellen willst, dann sind solche Mockups natürlich perfekt. Und das Schöne ist, mittlerweile gibt es nicht mehr nur Mockups für Wandbilder, sondern für T-Shirts, Tassen, Kissen, was immer du denken kannst, es gibt dafür Mockups. Und da haben sich Leute, andere Designer, richtig Arbeit gemacht, denn das Ganze muss natürlich nicht einfach nur hingelegt und fotografiert werden, in der passenden Umgebung natürlich, sondern muss natürlich auch am Rechner noch aufbereitet werden. Und wir haben das Glück, wir können das einfach für ein paar Euro erwerben und dann hier selber benutzen. Also, wie gesagt, hier ist noch ein Mockup. Ich habe jetzt noch mal ein anderes hier genommen. Ich zeige dir mal einmal, was es hier noch so drin gibt. Wie gesagt, das ist nur ein Paket, da gehört noch mehr zu. Ich will ja jetzt auch gar keine Werbung für machen, weil es gibt natürlich noch jede Menge mehr. Deswegen ist es gar nicht nötig, dass du genau dasselbe nimmst. Wichtig ist nur, dass du darauf achtest, dass in deinem Paket PSD-Dateien mit Smart Objects enthalten sind. Dann kannst du das genauso machen, wie ich dir das jetzt hier zeige. Und ich mache das jetzt hier mal zu. Habe jetzt hier eins geöffnet und meistens gibt es dann hier irgendwie so ein Layer, der heißt Double-Click Thumbnail to Edit. Der heißt so, weil das hier dieser Smart Object Layer ist und das sieht man daran, dass der hier unten rechts dieses kleine Symbol hat. Wenn ich jetzt hier draufklicke, doppelt, dann fragt er, ja, okay, nachdem ich den Inhalt muss ich erstmal speichern, sonst wird das nichts. Gut, mache ich. Und jetzt öffnet sich im Prinzip ein neues Dokument in dem Dokument und ich kann hier auch noch alles ändern. Also hier kann ich dann sagen, welche Größe mein Rahmen haben soll. Hier kann ich noch sagen, welche Holzfarbe ich haben möchte. Und hier habe ich dann nochmal ein Smart Object drin. Ja, also ich klicke da jetzt nochmal doppelt drauf und dann öffnet sich endlich das Smart Object, was ich jetzt befüllen muss. Und das tue ich jetzt einmal. Ich habe nämlich hier eines von meinen Bildern. Das ziehe ich jetzt hier einfach rein. Und das öffnet sich auch hier gleich und passt sich hier an. Jetzt muss ich das natürlich hier noch ein wenig anpassen. Passt nicht 100%, aber das sollte funktionieren. So, wenn ich das jetzt getan habe, ich klicke einmal doppelt da drauf, dann ist das schon mal da drin und mache das hier zu. Jetzt fragt er mich, ob ich das speichern will und natürlich möchte ich das speichern. Bin jetzt dann in dem ersten Layer zurück, ja, was wir gerade hatten, das Bild, was wir geöffnet hatten. Hier kann ich jetzt auch noch Änderungen vornehmen. Ich kann jetzt hier noch sagen, ob ich jetzt hier noch so einen Schimmer drauf haben möchte, dass das aussieht wie ein Glaslayer. Oder ich kann noch gucken, ob ich hier noch ein Licht an oder aus haben möchte. Also ich habe hier noch verschiedene Möglichkeiten, was ich alles machen kann. Ich spare mir das mal jetzt, weil es geht nur darum, dir zu zeigen, wie das Ganze dann aussieht, wenn ich das jetzt hier zumache. Jetzt mache ich das hier mal zu. Der fragt mich wieder, speichern. Ja, natürlich möchte ich das. Und dann gehen wir zurück in das erste Dokument und hier ist mein Bild jetzt perfekt angepasst. Ja, das war es auch schon. Ja? So einfach ist es mit Mockups
ein Vorschaubild zu erstellen, was wirklich eine tolle Qualität hat, zum einen und zum anderen auch sehr individuell ist. Die Chancen, dass dieses Mockup jetzt noch 50 Mal auf Etsy verwendet wurde, so dass du immer dieselben Vorschaubilder siehst, nur mit unterschiedlichen Bildern, ja, die ist recht gering, ja. Deswegen würde ich dir vorschlagen, Mockup selber machen, ja, ist sehr aufwendig, also nicht unbedingt eine gute Idee. Ich würde dir vorschlagen, dir wirklich so ein Mockup-Set zu kaufen. Es gibt es wesentlich günstiger auf Etsy, wesentlich hochwertiger, aber auf Design Cuts oder Creative Market eben, weil eben solche Sachen hier sind wie ein Mockup im Prinzip im Mockup, ja, dass man verschiedene Dinge öffnen muss und dann auch noch weitere Änderungen vornehmen kann. Das ist natürlich schon, ja, die ganz hohe Kunst, sage ich jetzt mal. Auf jeden Fall, da kann man noch einiges machen. Ich kann hier auch noch was machen, ja. Also hier sagt er noch Wall Color, also wieder ein Smart Object, kann ich eine andere Farbe wählen. Also angenommen, ich möchte jetzt diese Farbe an der Wand haben, mach mal zu, dann hat meine Wand eine völlig neue Farbe und das Mockup sieht natürlich auch wieder komplett anders aus. Hier habe ich noch ein Smart Object. Klicken wir hier mal drauf. Hier kann ich noch mit einem Grid alles verschieden positionieren. Ja, das möchte ich jetzt nicht, deswegen mache ich das mal so. Aber du siehst schon, ich kann hier auch noch einige Änderungen vornehmen. Ja, nicht so einfach zu erstellen, aber toller Effekt. Und du kannst natürlich hier alles anpassen. Ich kann noch mal hier, ich gehe noch mal einmal rein, um die Wandfarbe zu ändern und nehme jetzt einmal eine Farbe aus meinem Bild. Ja? Also ich nehme jetzt mal dieses Creme, vielleicht auch dieses, ne? Das ist ein bisschen dunkel. Bleiben wir bei dem. So, jetzt ist das natürlich noch schöner, ja? Noch passender. Also du siehst, ich bin da ganz begeistert von, einfach weil es so viele verschiedene Möglichkeiten hier gibt, wie du dein Bild verbessern und ändern kannst, wie du deine Vorschau verbessern kannst. Nämlich letztendlich, wenn ich auf Etsy bin, kaufe ich nach dem, was ich sehe. Ja? Also ich gehe auf Etsy, ich suche mir ein Produkt und dann stelle ich, oh ja, das sieht in der Umgebung toll aus. So habe ich das auch oder ein bisschen, ja, könnte sein, könnte passen. Und dann kaufe ich das genau auf dem Grund. Also wenn du selber Wallart machen möchtest, ist das perfekt für dich. Noch ein kurzer Hinweis. Wir haben einen Kurs. In diesem Kurs lernst du, wie man Wallart selber erstellt. Das heißt, wir gucken, wo wir Inspiration herkriegen. Wir erstellen die Formen dafür, stellen uns Farben zusammen und machen daraus ein komplettes Set mit verschiedenen Formen, was wir eben auch verwenden können, um genau solche Bilder selber zu erstellen. Und ja, das geht auch, wenn du kein Künstler bist, aber naja, Grafikdesigner schon. Und die Gratwanderung ist eh schmal, deswegen ja, das bekommst du auch hin. Und in unserem Kurs zeige ich dir genau, wie das funktioniert. Ja, ich hoffe, das Video hat dir gefallen und wenn dem so ist, dann abonniere doch unseren Kanal, klick die kleine Glocke an, damit du benachrichtigt wirst, wann immer wir ein neues Video posten und vergiss nicht auf den Like-Button zu klicken. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Tschüss!